Diese gewaltigen Bauwerke kennt fast jeder Mensch auf der Erde. Sie wecken nicht nur Ehrfurcht, sondern auch unzählige Fragen. Und doch kann niemand die einfachste von allen beantworten: Warum wurden sie wirklich gebaut? Viele angesehene Wissenschaftler, Soziologen, Ägyptologen und Ökonomen sprechen heute mit einer Stimme. Sie glauben, dass ein Volk, um über Jahrtausende hinweg vereint zu bleiben, mehr brauchte als Religion und Macht. Etwas, das den Menschen Stolz, Sicherheit und echten Wert gab. Heute wirft eine neue Theorie gewagte Fragen auf. Waren die Pyramiden wirklich Gräber oder eher ein Werkzeug? Und war die religiöse Symbolik nur ein Vorwand für enorme Ausgaben, die Ägypten Stärke, Entwicklung und Stabilität verliehen? Die Weltwirtschaftskrise der 1930er Jahre. Die Vereinigten Staaten. Eine Nation im wirtschaftlichen und sozialen Zusammenbruch. Millionen ohne Arbeit. Dann kam ein Mann, der alles veränderte. Präsident Roosevelt startete den New Deal, einen mutigen Versuch, das Land zu retten. Über 8,5 Millionen Menschen wurden in öffentlichen Arbeitsprogrammen eingestellt. Innerhalb weniger Jahre bauten sie 77.000 Brücken, 300 Flughäfen und 120.000 öffentliche Gebäude. Doch das war nicht nur Infrastruktur. Es war wirtschaftliche Erholung, ein Auftrieb für die Moral und soziale Einheit. Eine strategische Anstrengung, die Nation in schwierigen Zeiten wieder zusammenzuführen. Was wäre, wenn die größten Bauwerke der Antike aus genau demselben Grund errichtet wurden? Nicht für die Toten, sondern für die Lebenden. Keine Gräber, sondern ein soziales Projekt. Ein Werkzeug für Einheit, für Beschäftigung und für wirtschaftliches Wachstum. Um die Bedeutung hinter dem Bau der Pyramiden zu verstehen, müssen wir in eine Zeit zurückgehen, in der Ägypten geteilt, zersplittert und instabil war. Oberägypten trocken, gebirgig, reich an Stein und Gold. Unterägypten feucht, voller fruchtbarer Felder im Nildelta und mit Zugang zum Meer, ein Zentrum des Handels. Sie unterschieden sich nicht nur in ihren Ressourcen, sondern auch in ihren Göttern. Hathor, Horus und Anubis im Gegensatz zu Ptah. Set und Baal. Wirtschaft, Glaube, Klima, Lebensweise, alles war unterschiedlich. Und doch sollte dieses Land nicht nur eins werden, sondern gerade wegen dieser Unterschiede dauerhaft vereint bleiben. Ägypten war voller Spannungen. Die Menschen waren mehr gespalten als vereint. Die Versuche, Ägypten zu einen, dauerten Jahrhunderte. Doch schließlich griff man nach etwas, das man nicht kaufen konnte, einem gemeinsamen Ziel. Gräber, sogenannte Mastabas, gab es schon lange. Sie waren klein und vorübergehend. Doch irgendwann begannen sie zu wachsen, nicht nur in der Höhe, sondern auch in ihrer Bedeutung. Es war nicht länger nur eine Bestattung. Es war ein Projekt, ein Schritt zur Einheit. Und ein Werkzeug, um den Staat zu verändern. Eine Nation lässt sich nicht durch Zwang aufbauen. Das gelingt nur durch gemeinsame Arbeit, Engagement und Vertrauen in die Führung. Eine Gesellschaft, die darauf basiert, ist unzerstörbar. Die meisten Soziologen sind sich einig, dass die stärksten Strukturen dort entstehen, wo gegenseitige Abhängigkeit herrscht. Wo jemand im Süden die Hände aus dem Norden braucht und jemand im Norden den Stein aus dem Süden. Die Pyramiden bestanden nicht nur aus Stein. Sie waren ein Band. Ein Grund, zusammenzuarbeiten. Voneinander zu lernen. Respekt zu zeigen. Und gemeinsam zu wachsen. Seit der Zeit der Pharaonen sind Tausende von Jahren vergangen. Vieles hat sich verändert, aber nicht die menschlichen Bedürfnisse und auch nicht die Wege, wie Herrscher versucht haben, sie zu erfüllen.
Wir wollen immer noch essen, uns sicher fühlen, lieben und geliebt werden, dazugehören, anerkannt werden und Erfüllung im Leben finden. Maslow nannte das die Bedürfnishierarchie und ironischerweise kennen wir sie heute als Maslow'sche Pyramide. Doch die Pharaonen verstanden all das instinktiv nicht aus Theorien oder Büchern. Sie praktizierten Macht über Jahrtausende hinweg. Und Macht funktioniert heute genauso wie damals. Das ist kein Zufall. Es ist der Beweis, dass die grundlegenden Mechanismen überlebt haben. Warum? Weil sie einfach funktionieren. Lange Zeit glaubte man, dass die Pyramiden von Sklaven erbaut wurden. Ein einfacher Mythos, leicht zu wiederholen und leicht zu akzeptieren. Doch alles änderte sich im Jahr 2013, als das Tagebuch des Mera entdeckt wurde. Dieser ägyptische Aufseher, der am Bau der Pyramiden beteiligt war, dokumentierte den Transport von Steinblöcken von Tura nach Gizeh und am überraschendsten die Bezahlung für die Arbeit. Brot, Bier, Rationen. Ein scheinbar kleines Stück Geschichte, das jedoch unsere Sichtweise grundlegend verändert hat. Die Tagebücher des Mera, für einige nur eine technische Notiz. Für andere ein Durchbruch. Damals entstand eine neue Theorie, dass die Pyramide nicht das Ziel war, sondern das Werkzeug. Dass sie ein wirtschaftliches System war. Eine Strategie zur Steuerung des Staates. Ein Geschäftsplan geschrieben in Stein, nicht in Sand. Die großen Pyramiden von Ägypten, obwohl in der Geschichtsschreibung meist als Gräber dargestellt, waren in Wirklichkeit ein ausgeklügeltes Instrument in den Händen der Pharaonen eingesetzt, sowohl zur Umsetzung einer klar strukturierten Strategie zur Ankurbelung der wirtschaftlichen Entwicklung ihres Landes, als auch zur Aufrechterhaltung eines umfangreichen sozialen Programms, das dazu diente, kulturelle und sozioökonomische Spannungen zwischen den Bewohnern von Ober- und Unterägypten die an Vereinigung gezielt abzubauen. Zudem deuten historische Belege darauf hin, dass sich viele Herrscher der Risiken bewusst waren, die mit der Auflegung ihrer Grabstätten verbunden waren, weshalb ihre Körper und ihre Schätze häufig an diskreteren Orten beigesetzt wurden. Dies unterstreicht, dass die großen Pyramiden eine eher funktionale als zeremonielle Rolle spielten und dass der eigentliche Erfolg der Pharaonen nicht in der schnellen Fertigstellung der Bauwerke lag, sondern im langfristigen, gesellschaftlich wirksamen Prozess ihres Baus selbst. John Maynard Keynes war der Überzeugung, dass eine Regierung in einer Wirtschaftskrise nicht untätig bleiben darf, sie muss handeln. Und er hatte recht. Seine Theorie besagt, dass Beschäftigung, öffentliche Investitionen und Nachfrage Werkzeuge der Stabilität sind. Auch Roosevelt verstand das. Der New Deal gab Millionen Menschen Arbeit. Aber Ägypten tat es schon früher. Ohne Geld. Ohne Wall Street. Statt Dollar Brot und Bier. Statt eines Marktes ein gemeinsames Projekt. Die Pyramide war eine Antwort auf jedes natürliche menschliche Bedürfnis lange bevor es Theorien oder Bücher darüber gab. Roosevelt baute Brücken und Dämme, damit die Menschen sie nutzen konnten. Der Pharao hingegen baute etwas, das nur ihm selbst dienen sollte. Und doch für diese Menschen waren die Bedürfnisse ihres Herrschers, den sie für einen Gott hielten, ebenso wichtig wie für uns heute Straßen, Strom und Infrastruktur. In den 1920er Jahren war der amerikanische Psychologe und Soziologe Elton Mayo eng mit einem bahnbrechenden Experiment im Western Electric Werk in Hawthorne bei Chicago verbunden. Die Fabrik beschäftigte Tausende von Menschen, Männer und Frauen, die monotone Aufgaben am Fließband ausführten. Ziel war es herauszufinden, ob Veränderungen der Arbeitsbedingungen, Beleuchtung, Pausen, Schichtlängen die Produktivität beeinflussen würden. Die Erkenntnis war überraschend, der größte Anstieg der Produktivität resultierte nicht aus besserer Beleuchtung oder kürzeren Arbeitszeiten, sondern aus der einfachen Tatsache, dass jemand sie beobachtete, dass sie sich wahrgenommen fühlten. Dies wurde als Hawthorne-Effekt bekannt. Mayo, der später Professor an der Harvard University wurde, zeigte, wir arbeiten nicht besser, weil wir mehr bekommen, sondern weil wir uns gebraucht fühlen, weil wir ein Ziel haben, weil wir Teil von etwas Größerem sind. Wenn wir also auf den Bau der Pyramiden blicken, sollten wir vielleicht nicht nur harte Arbeit sehen, sondern Gemeinschaft. Ein Projekt, das den Menschen Identität, Würde und Sinn gab. Nicht nur für Brot und Bier, sondern für Stolz, für Zugehörigkeit. Michael Porter sprach von Clustern, integrierten Systemen der Zusammenarbeit. Bauern, Zimmerleute, Steinmetze, Logistiker, Aufseher, das alte Ägypten hatte sie alle. Die Pyramide war das Produkt einer Gesellschaft, die durch ein gemeinsames Ziel vereint war. Sie kannten das Wort Synergie nicht, aber sie lebten sie, perfekt, schon vor Tausenden von Jahren. Porter zeigte, dass Wettbewerbsvorteile nicht allein aus Rohstoffen entstehen, sondern aus starker Organisation, lokaler Kooperation und einem gemeinsamen Ziel.
Ägypten kannte die Theorie nicht, aber es handelte, als ob es sie gekannt hätte. Drei Theorien. 2 Epochen. Aber ein Mechanismus. Arbeit als Fundament der Gesellschaft. Ein gemeinsames Ziel als Kitt einer Nation. Die Arbeit an der Pyramide als Beweis dafür, dass es schon damals funktionierte. Nicht durch Zufall, sondern durch Planung. Mit den Menschen im Mittelpunkt. Allen Menschen unabhängig von Herkunft oder Religion. Heute wachsen die Beweise weiter. Meerestagebücher. Arbeitersiedlungen, Löhne für geleistete Arbeit. Bauern, die während der Nilflut zum Pyramidenbau verpflichtet wurden. Das sind keine Zeichen religiöser Rituale. Das sind Zeichen von Organisation, Verwaltung, Wirtschaft. Es war kein Grab. Es war ein Plan. Eine Strategie, die die Nation zusammenhielt. Ein System der Motivation und wirtschaftlichen Entwicklung, das einfach funktionierte. Vielen Dank fürs Zuschauen. Dieser Film wurde vom Kanal Tools of Power produziert, inspiriert von der Originaltheorie von Jacek Krzysztof, wie sie in seinem Buch Ägyptische Pyramiden, große Gräber oder großes Geschäft beschrieben wird. Abonniere den Kanal für weitere Geschichte aus einer anderen Perspektive.